Hi ihr Lieben, vor kurzem habe ich dieses Auto vorgestellt, den Hymer Vision Venture, eine tolle Studie von Hymer über die Zukunft des Vanlife, die Zukunft des Wohnmobils. Und es gab ganz viele Fragen, ganz viel Begeisterung. Leute haben gefragt, wann kann man das Auto endlich kaufen? Aber es gab auch so ein paar Fragen, wie zum Beispiel, wie es mit Energieversorgung, Stauraum, was soll es überhaupt kosten? Und heute habe ich den Ulrich hier nochmal getroffen auf der CMT in Stuttgart und wir werden jetzt mal die Fragen beantworten und vielleicht werden wir auch das Geheimnis lüften, ob das Auto so mal erhältlich sein wird. Genau, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Messe. Wir freuen uns natürlich über das rege Interesse und ja, die ganz vielen Kommentare und auch Anregungen und das tolle Feedback. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns das einfach nochmal an. Los geht's! Ja, wir haben uns ja beim letzten Mal fast alles im Fahrzeug angeschaut. Zwei Dinge sind wir noch schuldig geblieben. Und zwar einerseits hinten die Heckklappe, wo wir auch von hinten ins Fahrzeug reinkommen. Und andererseits natürlich unseren tollen Badauszug. Und ja, das werden wir jetzt nachholen. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir können hier die Klappe ganz einfach nach unten gehen und haben dann hier noch eine zusätzliche Leiter, um auch von hinten ins Fahrzeug einzusteigen. Okay, ja, im Fahrzeug, also wir haben das Badezimmer ja beim letzten Mal schon abgefilmt. Also wie auch schon angesprochen, das Bad ist auch im voll zusammengeklappten Zustand, super und gut nutzbar. Wir können das Waschbecken und auch das WC ja, sehr gut nutzen und haben trotzdem den großen und großzügigen Raum hier im Fahrzeugbereich. Wenn ich das Bad jetzt ausklappen möchte bzw. duschen möchte oder das Bad vergrößern möchte, ist es auch ganz einfach möglich. Hier bei unserem Vision Venture mit einem Handgriff ziehe ich das gesamte Bad nach außen. Der Durchgang bleibt gewährleistet, ganz wichtig. Ich kann auch die Küche noch gut nützen, auch wenn das Bad ausgefahren ist. Wenn wir dann reinschauen, haben wir eine klassische Schwenkbadlösung. Das heißt, wir nehmen die Wand mit dem Waschbecken, schwenken diese einmal in die andere Richtung und haben dann eine wunderbare, riesengroße Dusche mit Echtstein-Optik bzw. auch Echtstein, Regenbogen, Duschkopf und aber auch eine separate Duscharmatur. Gerne mal reinschauen. So, jetzt sitzen wir auf der Terrasse. Genau, wir sind einen Stock höher mittlerweile, genießen den schönen Ausblick am Hymer-Stand. Und ja, ihr habt noch ein paar Fragen gehabt, genau. Ich habe mir mal das rausgeschrieben, was so am häufigsten kam. Und das können wir jetzt mal durchgehen. Gerne. So, eine Frage war der Stauraum, das kam sehr häufig. Wo ist denn überhaupt Stauraum? Irgendwie war das nicht sichtbar. Die Leute haben Angst, dass sie ihr ganzes Equipment nicht mitnehmen können, Sportequipment. Ganz klar, also wir haben den Stauraum in diesem Fahrzeug, es ist jetzt ein Zwei-Personen-Fahrzeug für 2 Personen, das Konzept. Wir haben jetzt hier auch Stauraum, einerseits unter der Sitzbank, andererseits auch im vorderen Bereich über Fahrer- bzw. Beifahrersitz. Natürlich
gäbe es noch Möglichkeit, ein bisschen Stauraumerweiterung zu machen. Wenn man dieses ganze Konzept sieht, dann wäre es auch vorstellbar und denkbar, dass das keine konventionelle Kleiderschranklösung wird, wie man sie schon kennt in Reisemobilen, sondern dass eventuell hier auch Falltechnik, Lufttechnik oder Klapptechnik zur Geltung kommt und ich somit ganz einfach auch wieder wie mit dem Bad oder auch mit dem Tisch einen Stauraum oder einen Kleiderschrank ausklappen kann oder rausfahren kann, wenn ich ihn brauche und wenn ich ihn nicht brauche, auch wieder schön irgendwo kompakt komprimiert einfahren kann. Auch ist es natürlich denkbar, wir haben dieses Konzept und diesen Grundriss jetzt ja so konzipiert mit diesem 6,33 Meter, gegebenenfalls hier auch noch etwas in die Länge zu gehen oder auch noch ein bisschen in die Breite zu gehen und somit schaffe ich natürlich auch noch Möglichkeiten, auch wenn das gewünscht wäre oder wenn wir das in diese Richtung machen, einen konventionellen Kleiderschrank ins Fahrzeug zu integrieren. Genau. Ja, okay. Immer. Dann kam eine Frage, die auch recht häufig in verschiedener Form aufkam, die Energieversorgung. Hier ist ja alles elektrisch, ne? Genau, also sogar der Grill außen, Kochfeld, Induktionskochfeld. Genau. Wo kriegt man den ganzen Strom dafür her? Ja, ganz klar. Also wir haben ja auch mit dem Fahrzeug, möchten wir auch in die Zukunft blicken. Und deswegen sind diese Geräte auch so jetzt mal mit Strom konzipiert. Natürlich, wenn wir das Fahrzeug am Markt bringen und in die Serie bringen, müssen wir oder ganz klar uns auch an die Gegebenheiten und den Stand der Technologie orientieren. Wenn der Stand, also wir haben ja mittlerweile unser Smart Battery System, wo wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg sind in Richtung Autarkie. Unsere Fahrzeuge können schon sehr, sehr lang stehen. Aber natürlich für vor allem ein Induktionsherd, der sehr viel Strom zieht, würde es Stand heute noch nicht reichen. Dementsprechend, wenn das Fahrzeug zeitnah rauskommen sollte und in Serie geht, würden wir auch eine Hybridlösung andenken und dementsprechend zum Beispiel in Kombination mit Gas alles so abdecken, dass auch Autarkie gegeben ist und dass das Konzept auch funktioniert. Hier müssen wir aber auch schauen, wie entwickelt sich die Batterietechnologie weiter und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt dann dieses Fahrzeug auch in Serie bringen. Ergänzend dazu direkt passend so Versorgungseinrichtungen. Wie sieht es aus mit Frischwasser? Wenn man jetzt autark stehen will, braucht man ja auch einen entsprechenden Wasservorrat. Genau, also wir bauen Abwasser, Wasser. Wir bauen hier ja auch jetzt derzeit auf einem Mercedes Originalrahmen auf. Ich würde es jetzt vergleichen mal von Frischwasser, Abwasser wie auch in unserem Modell MLT. Das heißt, in dieser Form wären Tanks möglich. Das heißt, wir hätten Frischwasser 120 Liter, Abwasser 100 Liter. Es würde auch reichen, für bestimmte Zeit autark zu stehen. Und ich denke, da in diese Richtung kann man sich orientieren, dass es so kommen wird. Bezüglich Heizung ist es auch so, wie ich vorher schon erwähnt habe, jetzt derzeit haben wir im Fahrzeug ja einen Dieselantrieb, dann würde sich natürlich auch, wenn man jetzt an die Autarkie denkt, eine Dieselheizung anbieten. Natürlich, wenn wir den Antrieb wechseln, müsste man wieder schauen, wo stehen wir, welchen Antrieb haben wir und wie konzipieren wir die Heizung. Aber auch hier sage ich, eine Hybridlösung wäre nicht ausgeschlossen, hier eventuell auch die Heizung mit Gas zu betreiben. Kommt natürlich darauf an, brauche ich das Gas auch für andere Funktionen, zum Beispiel den Herd oder den Kochplatte im Fahrzeug. Genau. Dann kamen Fragen auch zum Hubdach. Da gibt es so Erfahrungen von Leuten, die wahrscheinlich auch öfter schon im Hubdach übernachtet haben oder Dachzelt. Bei sehr ungünstigem Wetter, also Sturm natürlich speziell, ist es in der Regel schwierig, überhaupt das Dach aufzuklappen oder halt da drin entspannt zu übernachten. Wie sind da so eure Erfahrungen oder habt ihr darüber nachgedacht? Ja, also ganz klar schon ganz am Anfang der Entwicklung haben wir uns einmal orientiert, was gibt es derzeit schon in diesem Bereich am Markt, was mit Lufttechnik irgendwo extremen Bedingungen ausgesetzt ist. Wir haben uns hier auch orientiert an der Eventbranche, die so Zelttechnologien und teilweise auch zum Beispiel der Zielbogen im Skiweltcup, das ist mit Lufttechnologie. Und man muss immer, wo finden solche Veranstaltungen statt? Am Berg, da ist oft Starkwind, da ist oft Sturm, eisigste Bedingungen, Wetter, Schnee, Eis. Und ja, dieses System mit dieser Lufttechnik hat sich auch da oben schon bewährt und da haben wir uns auch orientiert. Das heißt, unser Dach wird bis zu einem gewissen Grad auch gegen Wind und Sturm robust sein. Aber natürlich muss man auch im Hinterkopf haben, wenn dann irgendwann orkanartige Stürme sind, dann ist speziell, wenn ich in Windrichtung stehe, so ein Dach natürlich auch kommt an seine Grenzen. Und dementsprechend wäre für uns auch jetzt, wenn wir weiterdenken, das ist durchaus denkbar, dass unten das mit dem absenkbaren Tisch, wie es jetzt auch schon ist, als Bettlösung genommen werden kann und ich mir dann
durch einfachen Umbau auch unten mein Schlafzimmer einrichten kann. Ja. Gut. Ja, dann sind wir nochmal runtergegangen. Ja. Da gab es noch Fragen. Aber ich würde sagen, bevor wir starten, mache ich mal ein bisschen eine angenehmere Lichtstimmung hier im Fahrzeug. Schon viel besser. Sehr schön. Das haben wir auch beim letzten Mal noch gar nicht gesehen, ne? Diese Lichtsteuerung. Genau, wir haben jetzt hier auch, kann man Szenen einprogrammieren in der Lichtsteuerung und habe dann mit einem Knopfdruck sozusagen, kann ich meine Stimmung ändern. Auch ganz wichtig, im Morgen einfach mit aktivierendem Licht zu arbeiten und gegen Abend hin einfach das Licht in Richtung Warmweiß zu steuern, damit der Organismus auch zur Ruhe kommen kann. Genau, ja. Ganz wichtig auch bei Hymer Lichtkonzept. Ja. Wie sieht es aus mit Sichtschutz und Verdunklung? Wir haben ja sehr viel Glas hier, was natürlich wunderschön ist tagsüber. Genau. Ich habe immer eine tolle Sicht in die Natur. Genau. Aber was ist, wenn ich abends jetzt mal ungestört sein möchte und neben mir steht zum Beispiel jemand? Gibt es da eine Möglichkeit? Also ist die Frage, wenn ich hier in dem Fahrzeug sitze, möchte ich ungestört bleiben? Nein, war nur ein Scherz. Also stehen wahrscheinlich möchte ich gesehen werden? Ja, da stehen permanent Leute und was ist das denn? Ja, genau. Nein, ist ganz klar. Also wenn dieses Fahrzeug in Serie kommt, dann ist es natürlich klar, dass hier auch Verdunkelung möglich ist und auch sein wird, auch im Schlafdachbereich. Wir haben jetzt einen weißen Stoff gewählt, sollte der irgendwo in einer Form transparent sein, so dass ich das durchsehe, dann ist auch hier noch eine Verdunkelungsmöglichkeit angedacht, dass ich wirklich komplett privat sein kann. Auch hier wir haben ja derzeit schon einige Möglichkeiten, wie man eine Fensterscheibe verdunkeln kann, von den klassischen mechanischen Möglichkeiten mit einem Verdunklungsplissé oder wie auch immer, auch zu High-End-Lösungen, wo mittels Folien oder auch im Glas eingegossene Inhaltsstoffe die Scheibe abgedunkelt werden kann. Auch hier sind wir natürlich mit Hochdruck dran. Was können wir machen, was ist auch realistisch und was ist auch geeignet für den Campingbereich und auch speziell diese Fensterform. Ja. Aber da möchte ich mich noch gar nicht einschränken, ob es eine neue Integrationslösung wird mit einem Plissé, was aber perfekt ins Fahrzeug integriert ist, oder ob wir da vielleicht sogar eine andere Technologie verwenden. Fakt ist natürlich, abdunkeln wird möglich sein, ganz klar. Ja, ich habe ja schon so Ideen, es gibt da schon elektronische Lösungen auch, ne? Wo man quasi ein Glas per elektronische Steuerung, also da drin irgendein Kristall oder sowas, was dann abdunkelt oder Milchglas, also in Form von milchig macht. Da gibt es Folien spezielle dafür, da gibt es aber auch natürlich schon Gläser, wo das irgendwo integriert ist. Ja, klar. Das wäre auf jeden Fall angemessen für dieses Das wäre angemessen, wir lassen uns das auch offen, muss aber natürlich auch geprüft werden, ist es in der Form auch und für den automotiven Bereich auch so möglich, schon jetzt. Ja. Genau. Genau, in dem Anschluss kam auch noch eine Frage mit Mückenschutz, ne? Fliegengitter Mückenschutz. Habt ihr da auch irgendwie drüber nachgedacht, wenn ich jetzt hier so offen stehe? Ja. Wie gesagt, ist natürlich super schön, aber wenn ich in Schweden zum Beispiel oder Norwegen, oder es gibt ja immer an Seen natürlich die Situation, ich habe irgendwie viele Fliegenmücken. Ganz klar, also im oberen Bereich, im Schlafbereich, da haben wir auch ja schon am Markt die bestehenden Lösungen, wie man bei so einer Stoffintegration auch einen Fliegenschutz integriert. Auch im unteren Bereich, ich würde sagen, dieser hintere Eingang ist groß, aber im Campervan zum Beispiel die Schiebetür ist ja ähnlich ein großes Loch. Und auch hier haben wir heute schon am Markt tolle Lösungen, wie ich mit einem Handgriff schön mit einem Fliegengitter das zumachen kann und sicher machen kann. Das wäre hier in diesem Fahrzeug natürlich auch anzudenken, eine integrierte Fliegenschutzlösung, die ich einfach runterziehen kann. Oder eventuell sogar mit einer Tür, dass ich auch raus und reingehen kann in Richtung Balkon. Also wäre auf jeden Fall auch mit drin beim Hymer in Serie, klar. Ja, vielen lieben Dank. Dann kommen wir eigentlich zur wichtigsten Frage. Einige Leute haben ja auch direkt geschrieben, was kostet er denn, wann ist er verfügbar, wieso erst 2025, ich will ihn sofort haben. Ja. Wie sind da, wird dieses Auto jemals so auf den Markt kommen? Genau, also wir haben jetzt einmal 2025 draufgeschrieben als Überschrift. Wir sind natürlich mit Hochdruck dran, all diese Technologien jetzt noch einmal auch abzuprüfen und auch direkt im Feldversuch schon abzutesten, was ist möglich, wo müssen wir vielleicht noch optimieren. Ganz klar möchten wir auch schon einzelne Elemente, die hier im Fahrzeug sind, in den kommenden Modelljahren auch in anderen Modellen schon einsetzen, dass man das ein oder andere auch schon in anderen Fahrzeugen wiederfindet. Ja, und dieses Gesamtkonzept tatsächlich möchten wir in diese Richtung gehen. Ich würde es nicht ausschließen, dass dieses Fahrzeug in der Form kommt. Natürlich
Länge, Breite, wie wir vorher schon gesprochen haben. Das schauen wir uns jetzt nochmal an, in welche Richtung geht es. Arbeiten hier auch mit ganz viel Feedback auch. Wir bekommen ja auch ganz viel Feedback und versuchen auch das noch in die Optimierung und die Weiterentwicklung mit reinzunehmen. Und ja, ich denke, in den kommenden Jahren kann man sich da auf das ein oder andere wirklich schöne Produkt bei Hymer freuen. Und gibt es schon irgendwie so eine Richtung, in welcher Preisklasse sich das dann bewegen würde? Ja, also ich würde wünschen, das schon beantworten zu können, aber das wäre jetzt auch gar nicht sinnvoll. Wir haben noch einige Punkte, die offen sind, und jetzt einen Preis zu nennen, obwohl diese Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen ist, das würde uns jetzt gar nichts bringen. Fakt ist, ja, wir schauen einfach, was ist möglich. Wir wollen das Bestmögliche für unsere Kunden rausbringen und werden dementsprechend da dann ein Fahrzeug mit den angemessenen Preis herausbringen. Und ja, also das ist ganz wichtig. Der Preis, der wird so sein, dass der am Markt auch interessant ist. Das wird kein utopischer Preis sein. Aber wie gesagt, da kann ich leider noch nicht näher drauf eingehen. Alles klar. Super. Vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr das erste Video noch gar nicht gesehen habt, wo wir das Auto komplett vorgestellt haben mit allen Details, schaut es euch auf jeden Fall an. Verlinke ich euch auch nochmal hier in den Infokarten. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns wieder hier bei YouTube. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.